Hi, hier ist Irina und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Make It Personal. Heute geht es wieder um die KI in der Personalisierung. Genauer gesagt werden wir darüber sprechen, wo ChatGPT und ähnliche LLMs auf ihre Grenze stoßen, wenn es um die Personalisierung geht. Wir hören manchmal die Aussage, KI macht die Hyperpersonalisierung möglich. Aber was genau bedeutet das? Heißt das, dass wir jetzt mit ChatGPT Hyperpersonalisierung bei uns im Unternehmen umsetzen können? Im Unternehmen, wo wir Tausende von Kunden haben? Reicht denn GPT hier aus? Oder beziehungsweise wo stößt ChatGPT oder andere ähnliche Sprachmodelle auf ihre Grenzen? Und genau auf diese Fragen möchte ich heute in diesem Video eingehen. Dafür möchte ich gerne mit euch zusammen diese E-Mail durchgehen. Bitte verzeiht mir, dass ich hier keine Grafik habe. Ja, ich wollte euch ein bisschen KI-generierte Bilder ersparen, davon kriegen wir genug auf etlichen Social Media. Und deswegen einfach mal der Text. Ja, wir haben jetzt hier persönliche Ansprache, wir haben den Namen von dem Haustier, Luna heißt das Tier. Hallo Julia, Julia ist die glückliche Besitzerin von einem Haustier mit dem Namen Luna. Und ja, Luna ist offensichtlich eine Katze. Und wir bieten der Julia 3% Rabatt auf die Kategorie Katzenfutter und ein paar Empfehlungen, ja, die unserer Meinung nach Julia interessant finden würde. Dental Sticks, Crunches, Trockenfutter für Maine Coons. Anscheinend ist Luna ein Maine Coon oder frisst halt gern Katzenfutter für Maine Coons. Ja, und dann, also wir sehen hier in dieser E-Mail, das ist eine hyperpersonalisierte E-Mail, weil wir hier wirklich die individuellen Empfehlungen haben. Wir haben jetzt hier einen Preisnachlass, ja, einen Rabatt, der dann für Julia offensichtlich auch spannend sein sollte. Ja, natürlich, also die Ansprache per Namen ist ja ein Muss. Und ja, können wir so eine E-Mail mit ChatGPT schreiben? Durchaus. Aber was brauchen wir dafür? Als erstes, wir brauchen die Information, dass unsere Kundin Julia heißt und es ist an der Zeit, Julia etwas zu empfehlen, dass Julia einen neuen Kauf tätigt. Wir müssen wissen, was wir der Julia anbieten können. Ja, was würde ihr Haustier interessieren? Es ist auch sehr nett, dass wir auch wissen, wie das Haustier heißt. Ist jetzt auch hier kein Rocket Science. Ja, und dann machen wir einen Prompt. Wir packen das Ganze, den ganzen Kontext in den Prompt rein, damit ChatGPT auch weiß, was für ein Unternehmen wir sind. Ja, dass wir jetzt keine Frisuren für die Katzen anbieten, sondern wirklich Futter. Ja, wir schreiben einfach, dass wir eine E-Mail, eine Empfehlungs-E-Mail für Julia brauchen und so wollen wir das dann anbieten. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Anpassungen vornehmen müssen, vielleicht auch nicht, wenn der Prompt gut genug ist. Ja, und am Ende können wir natürlich so eine E-Mail dann auch kriegen. Und jetzt stellt euch vor, wir müssen so eine E-Mail für alle von unseren Kunden schreiben. Das heißt, wir wollen eine passende E-Mail für jeden von unseren Zehntausenden von Kunden schreiben. Das heißt, wir sollen wissen, wir brauchen die Informationen. Also wenn ist es jetzt an der Zeit anzuschreiben? Was soll ich dem Kunden anbieten? Oder ist da gerade ein ganz anderes Thema aktuell? Ja? Oder ist das ein gefährdeter Kunde und da muss der Inhalt völlig anders ablaufen? Ist ChatGPT oder ein anderes großes, also Large Language Model in der Lage, Zehntausende von E-Mails zu schreiben? Durchaus, natürlich kann es das. Aber wie können wir damit arbeiten? Denn die LLMs sind noch nicht so weit, dass wir einfach mal diese 10.000 E-Mails automatisch an die Kunden verschicken würden. Ja? Wir müssen diese E-Mails auf jeden Fall im Nachhinein nochmal überprüfen, um sicherzustellen, dass die Qualität gut genug ist und dass wir dann auch wirklich so eine E-Mail bekommen haben, die wir unseren Kunden kommunizieren möchten. Und das Schlüsselwort ist natürlich Kontext. Ja, ich glaube, das versteht mittlerweile auch jeder. Der Kontext ist the king. Ja, der Kontext ist für die LLMs ausschlaggebend. Wir haben jetzt auch im Fall von dieser eine E-Mail gesprochen, was für einen Kontext diese E-Mail hat. Julia, Maine Coon namens Luna und Julia wird sich über 3% Preisnachlass freuen und es ist auch an der Zeit, Julia was Neues anzubieten. Ja, das ist dieser Kontext plus Unternehmensspezifik, ja, dass wir ein Laden mit Produkten für Haustierbedarf sind. Das Ganze ist ein Kontext. Aber wenn wir jetzt über diesen Kontext in Bezug auf Zehntausende von Kunden sprechen, dann wird dieser Kontext zu einem Riesen. Weil wir brauchen den Kontext zu jedem einzelnen Kunden, damit wir individualisierte
Kommunikation umsetzen können. Und da kommt ChatGPT an seine Grenzen oder auch ein anderes Sprachmodell. Und ich erzähle euch gleich, wieso. Woran liegt das und wo scheitern die LLMs? Stellt euch mal vor, ja, wir haben jetzt hier diese E-Mail über Julia gelesen und wir haben jetzt diesen Kontext über Julia und jetzt wollen wir das Ganze multiplizieren. Wir brauchen die Insights über jeden einzelnen Kunden und diese Insights können wir nur gewinnen, wenn wir die historischen Kundendaten dafür nutzen und sie immer wieder analysieren. Das heißt, angenommen, wir haben 60.000 Kunden und wir analysieren zum Beispiel 2 Käufe, ja, ist in unserem Datensatz, 2 Events zu jedem Kunden und es sind dann 120.000 Kundensätze und die müssen wir immer wieder aufs Neue analysieren, um die aktuellen Informationen zu dem jeweiligen Kunden zu bekommen. Das können die Sprachmodelle nicht tun. Ja, die Art und Weise, wie die LLMs die Daten analysieren, kann man mit einem Menschen vergleichen. Es geht noch, wenn wir 200 Kunden haben, ja, dann kann ein Mensch diese Auswertungen dann auch durchaus durchführen. Aber wenn wir Tausende, Zehntausende von Kunden haben und wir brauchen immer wieder die gleiche Art und Weise, wie die Daten ausgewertet werden, wie die Entscheidungen getroffen werden. Wir brauchen immer wieder die gleichen Konditionen, nach denen zum Beispiel die Kaufbereitschaft vergeben wird. Ja, so ist der Kunde kaufbereit, nicht kaufbereit oder weigert er sich. Ja, und das können die Sprachmodelle nicht. Deswegen scheitern hier das ChatGPT und Co. Ja, und die LLMs können euch diesen Kontext nicht liefern. Um die hyperpersonalisierte Kommunikation durchzuführen, brauchen wir viel kleinere Modelle. Wir brauchen ML, Machine Learning Modelle, die die Kundendaten auswerten werden. Ich habe hier einen kleinen Vergleich. Ja, die LLMs sind natürlich ein tolles Instrument, ja, und die haben jetzt auch diese disruptive Veränderungswelle losgelöst. Aber die sind toll, um die großen Textmengen zu verarbeiten. Ja? Die sind groß, um die Daten irgendwie zu strukturieren, die Chatbots und Assistenten. Aber um diesen Kontext zu erschaffen, ja, und dieses tiefe Verständnis über jeden Kunden zu kreieren, das können die ChatGPT und andere Sprachmodelle nicht tun. Aber wie gesagt, mit kleineren ML-Modellen können wir die relevanten Fragen über jeden einzelnen Kunden beantworten, somit detaillierte Kundenprofile erstellen, wie sein Kundenverhalten ist und seine Präferenzen sind. Diesen Kontext müssen wir dann noch flexibel nutzen können, weil wir, wie gesagt, Tausende von Kunden haben und wir wollen ja jetzt irgendwie alle ansprechen und nicht für jeden Einzelnen eine separate E-Mail schreiben, ja. Und das heißt, dass wir eine gewisse Kommunikationslogik brauchen, dass wir diesen Kontext dafür nutzen können, um die Segmentierung durchzuführen oder Mikrosegmentierung besser gesagt und dann nochmal diese Individualisierung innerhalb von jedem Mikrosegment. Darüber habe ich jetzt in den vorigen Videos gesprochen. Ich werde mich nicht wiederholen, aber ich setze euch gerne einen Link in den Kommentaren rein, wo ihr nochmal drüber hören könnt, wie man die Inhalte, die hyperpersonalisierten Inhalte mit LLMs erstellen kann. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wir nutzen erstmal MLs, ja, so die Machine Learning Modelle, um den Kontext, um das Verständnis über die Kunden zu erschaffen. Wir brauchen die historischen Kundendaten und diese historischen Kundendaten müssen wir erstmal mit statistischen Modellen oder mit ML-Modellen analysieren, das Ganze automatisieren, um immer wieder auf dem aktuellen Stand in Bezug auf jeden einzelnen Kunden zu sein. Ergänzt mit der Unternehmensspezifik verschafft uns das Ganze den Kontext, mit dem ein LLM die relevanten Inhalte für die Kunden erstellen kann, für die kleinen Mikrosegmente, und dann können wir diese Inhalte nochmal mit Hilfe von dynamischen Blöcken oder beziehungsweise dynamischen Feldern nochmal für jeden Kunden individuell anpassen. An dieser Stelle danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, euch wiederzusehen. Stay tuned und let's make it personal.